Hallo und willkommen zu einer mal wieder, wir haben es lange nicht gemacht, Zwischenfolge von uns. Es dreht sich heute aber gar nichts um die Neuland-Stories, sondern wir nehmen euch heute mit in das riesige Expeditionsmobil Rocky, wo Sven mit seinen zwei Söhnen Hannes und Max durch Nordamerika reisen. Hallo! Wir sind HMS Travel für Hannes, Max und Sven und wir sind auf einer 6-monatigen Reise durch Nordamerika. Starten jetzt hier in Kanada, sind seit 3 Wochen unterwegs und fahren dann noch nach Alaska, wollen wir noch, in die USA und dann nach Mexiko, wo wir Ende Januar dann unsere Reise leider wieder beenden müssen. Und wir fahren nicht alleine, sondern das hier ist unser Fernreisemobil, der Rocky. Der Rocky. Tja, hier sind wir im Fahrerhaus. Das ist ein Mercedes Arocs, eigentlich ein Baustellenfahrzeug. Ein Arocs 2033 steht für 20 Tonnen Gewicht, wobei der eine zulässige Gesamtmasse hat von 16,5 Tonnen und 330 PS mit einer 10,7 Liter Maschine. Und ja, der verbraucht so um die 25 Liter Diesel auf 100 Kilometer und mit den Tanks haben wir so eine Reichweite von 2.000 bis 2.500 Kilometer, die wir fahren können, was uns halt hinreichend viel Freiheitsgrad ermöglicht. Und ansonsten haben wir hier innen drin die 2 Fahrersitze, luftgefedert, wie es halt beim LKW üblich ist und hinten eine Bank mit 4 Sitzplätzen noch, wo die Kids dann während der Fahrt sitzen können oder halt eben einer vorne. Das hier ist das Cockpit, ist natürlich alles recht modern für ein Fahrzeug aus 2022. Haben hier die Anzeige für Geschwindigkeit, den Vorratsdruck, hier noch so ein bisschen Multimedia-Entertainment fürs Radio und ein paar andere Einstellungen, wo wir auch unsere Scheinwerfer oben anmachen können. Dann haben wir hier eine Rundumsicht, wo wir einmal mit Kameras rund ums Fahrzeug sehen können, was es wahnsinnig erleichtert, wenn man irgendwo rangieren muss oder irgendwie reinkommen muss. Sieht man da halt, was rechts, links, vorne und hinter dem Fahrzeug sich befindet. Und haben auch eine Kamera für unseren Abwassertank. Damit kann man ein bisschen leichter rangieren, wenn man weiß, wo man jetzt genau irgendwie anhalten muss, um das Abwasser nachher abzulassen. Dann haben wir hier noch eine kleine Kühltruhe eingebaut, damit wir während der Fahrt auch kalte Getränke haben, weil wir nicht einen Durchstieg haben, den wir während der Fahrt benutzen können, sondern man kann halt hier bei Bedarf das aufklappen, natürlich nicht während der Fahrt, und hat dann den Durchstieg hinten in die Kabine. Ja, und passend zu eurem Namen ist das hier für uns auch alles ein bisschen Neuland. Wir haben die Idee ist vor einem Jahr entstanden, dass wir das machen und haben dann halt LKW-Führerschein, Fahrzeug gesucht und alles Erforderliche gemacht, um zu starten. Und so ist das jetzt auch unsere erste größere Tour, die wir wirklich machen. Wir waren noch auf einem Offroad-Fahrtraining vorher in Deutschland, um uns so ein bisschen mit dem ganzen Fahrzeug vertraut zu machen, wie es sich auch im Gelände verhält. Ich selber fahre schon länger einen Land Rover Defender, habe also da schon ein bisschen Offroad-Erfahrung gesammelt, aber in der Größe ist es halt immer noch mal was anderes. Ja, genau, sind jetzt hier auf der ersten größeren Tour und die dann auch schön lang. Da haben wir hier 2 Betten, also 2 Stockbetten für uns Kinder. Dann haben wir hier mit einer Tür, die lässt sich doppelt abschließen. Einmal hier und einmal zum Bad. Wir haben da drin eine Wassertoilette und eine Dusche mit einem Waschbecken und allem, was man braucht. Und hier haben wir unsere Gläser und Tassen. Das haben wir selber gebaut mit einer Säge. Und ja, und dann haben wir halt einfach Schaumstoff da reingesägt und jetzt passen die Gläser hier perfekt rein und können während der Fahrt auch nicht zusammenknallen und kaputt gehen.
wir haben hier auch noch einen Trinkwasserhahn, der ist gefiltert, und einen normalen Wasserhahn, der ist halt nicht gefiltert. Okay, dann geht's hier draußen weiter. Direkt auch mit einem der coolsten Features, finde ich, ist nämlich der Outdoor-Küche. Hier ist die Outdoor-Küche mit Grill, Schublade, Induktionsplatte und dann noch Spüle. Hier haben wir noch ein bisschen Stauraum mit Sachen fürs Wasser, Crepe, alles was man halt braucht. Dann noch einen Reifen mit dem Kran, weil er sehr schwer ist, wiegt so um die 120 Kilo. Dann haben wir hier den Kran, den man unter anderem auch für den Radträger benutzen kann. Das sieht so aus wie 4, aber es sind einfach doppelt geschweißte Sandbleche, damit man die nicht verbiegt wegen dem schweren Gewicht. Hier haben wir noch Luftkissen, damit kann man das Auto hochpumpen bis auf 6 Bar. Hier das drunter legen, falls es steinig ist. Dann haben wir den Tisch, Spaten, Stühle, ja, sonst noch alles, was man braucht. Hier sieht man noch das für die Außendusche. Da kann man duschen, hier draußen auch. Hier kann man noch Licht für die Heckgarage anmachen. Da oben ist nämlich noch ein Licht. Und hier ist noch ein kleiner Stromanschluss. Hier haben wir noch eine Reifendruckregelanlage, wo man hier die Sachen an die Reifen anschließen kann, damit man die ablässt und auflassen kann, genauso mit den Luftkissen, dass man das Auto hochpumpen kann. Damit kann man auch Subs und andere Sachen aufpumpen. Also ich finde am besten am Trip, ich freue mich auch sehr auf Baja California. Richtig schön. Und ich glaube, ich freue mich auch am meisten eher auf Alaska, weil ich glaube, mit dem Winter ist es schön. Ja, und ich freue mich am meisten auf die Abwechslung, die wir da haben werden, über all die verschiedenen Bereiche und vor allen Dingen Zeit mit den Jungs zu verbringen und Land und Leute näher zu bringen. Wir haben so viele gute und schöne Kontakte hier schon gehabt und freuen uns auf die Weiterreise. Also ich mich ganz besonders. Und wenn ihr weiter dabei sein wollt, folgt uns auf Instagram unter hms.travel.